Dankeschön. Vielen Dank für die freundliche Einführung. Wenn Sie sich diese Bilder anschauen, dann werden Sie ganz schnell sehen, dass entweder mit der Projektion etwas nicht stimmt oder mit Ihren Augen. Wenn Sie so eine Unschärfe im Sehen haben, kann man das leicht beheben. Ein Besuch beim Augenarzt, beim Optiker, schicke Brille und alles ist wieder scharf. Aber wie ist das mit unserem Gehör? Merken wir überhaupt, wenn sich unser Gehör über das Alter hinweg verändert? Oder ist es so, dass wir sagen, wir schieben die Verantwortung von uns als Empfänger der Töne weg zur Geräuschquelle hin und sagen, die reden aber undeutlich. Töne und Geräusche sind Luftdruckschwankungen, die durch mechanische Schwingungen von zum Beispiel Stimmbändern oder Lautsprechermembranen hervorgerufen werden. Und die Anzahl dieser Schwingungen wird als Frequenz gemessen und diese Frequenz hat die Einheit Hertz. Eine Schwingung pro Sekunde ist 1 Hertz. Und je höher die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde ist, desto höher die Frequenz. Und diese verschiedenen Frequenzen können wir als verschiedene Tonhöhen wahrnehmen. Das menschliche Gehör hört Frequenzen von 20 Hertz, das sind im Prinzip so ein ganz tiefes Donnergrollen, bis 20 Kilohertz. Das ist eine Hundepfeife oder der geht schon fast in die Richtung Fledermausrufe hinein. Nach oben hin haben wir im Prinzip den Schalldruck abgetragen. Schalldruck gibt uns eine Information über die Lautstärke und ist ein relatives Maß. Das wird im Prinzip als 0 gesetzt an dem Punkt bei 1 Kilohertz, gemessen an dem, was ein gesunder 25-jähriger Mensch bei 1 Kilohertz hören kann. Nach oben hin geht dann die Lautheitsskala bis hin zur Schmerzgrenze, wie zum Beispiel beim Start eines Düsenjets. Wir haben dann hier noch diesen blauen Bereich. Das ist im Prinzip der Bereich zwischen 250 Hertz und 8 Kilohertz. Das ist der Bereich der menschlichen Sprache. Und da sind die hohen Frequenzen, also die höheren Bereiche, eher die Frauen- und Kinderstimmen und die tieferen Bereiche die Männerstimmen. Dann haben wir noch ein bisschen einen weiteren Bereich, der so Alltagsgeräusche umfasst, wie zum Beispiel Musik oder Vogelzwitschern, Hundebellen. Interessanterweise können Babys im Mutterleib bereits viele dieser Frequenzen und Schalldruckpegel wahrnehmen. Besonders am Anfang hohe Töne, wie zum Beispiel die Stimme der Mutter. Was Kinder im Mutterleib aber noch nicht können und erst im Laufe der Kindheitsentwicklung bis hin zur Teenagerzeit lernen müssen, ist es, Schallquellen im Raum ihrer Position zuzuordnen und diese im Prinzip so genau der Position zuordnen, wie wir das als Erwachsene können. Wir als Erwachsene können 2 Schallquellen voneinander unterscheiden, die nur 1 Grad voneinander entfernt sind. Stellen Sie sich eine Schallquelle vor, die direkt vor mir ist und eine direkt hinter mir, das wären 180 Grad, eine direkt vor mir, eine direkt neben mir wäre im Prinzip 90 Grad. Das heißt, 1 Grad ist wirklich extrem genau und ist eine besondere Leistung für unser Gehör. Und wie unsere Ohren das machen, sie nehmen die Zeitunterschiede wie 2 Schallquellen, wenn Sie beiden nebeneinander sitzen und gleichzeitig was zu mir sagen, kann ich trotzdem unterscheiden, wer das von Ihnen gesagt hat, weil der eine Schall von der einen Quelle schneller an meinem Ohr ist als die andere. Und das wird immer wieder verglichen. Deswegen diese kleinen Zeitunterschiede sind ganz sehr wichtig. Kinder beginnen im Prinzip mit einem minimalen Winkel zwischen 2 Schallquellen von ungefähr 30 Grad und müssen das eben erst über den Lauf der Entwicklung lernen. Und vielleicht sind eben deshalb Spiele wie Mäuschen Piep oder Blinde Kuh für Kinder besonders wertvoll, weil sie dann eben lernen müssen, Schallquellen wirklich im Raum zuzuordnen. Gehen wir einmal ein bisschen in die neuronale Verarbeitung. Was passiert eigentlich in unserem Gehirn von der Geburt bis hin zum Teenager- oder Erwachsenenalter, damit wir diese kleinen Zeitunterschiede wirklich wahrnehmen können. Nervenzellen kommunizieren miteinander über elektrische Impulse, die werden über Fortsätze, eben diese langen Axone, weitergeleitet und die Geschwindigkeit, wie schnell die Nervenimpulse entlang dieser Axone sausen können, liegt im Prinzip oder wird definiert durch den Durchmesser der Axone und durch die Dicke der umrandenden Myelinschicht, die ist hier grün dargestellt. Und wir konnten in unserem Labor zeigen, dass sich vom Kind zum Erwachsenen die Dicke der Myelinschicht verändert und sich damit die Leitungsgeschwindigkeit entlang dieser Axone verdoppelt. Wir konnten weiterhin zeigen, dass ganz ähnlich einem Muskel, der durch ständiges Training immer kräftiger wird, auch diese Myelinschicht durch ständige Benutzung immer stärker wird und damit Signale schön schnell weitergeleitet werden können.
Wie ist es aber, wenn wir nicht so eine starke Aktivität der Nervenzellen haben, sondern durch zum Beispiel ständige Mittelohrentzündung im Kleinkindalter oder wie bei uns im Labor eben in einem Mausmodell, in dem die Mäuse für 10 Tage so Ohrstöpsel tragen, konnten wir sehen, dass es nicht zu dieser typischen Verdickung der Myelinschicht kommt und damit im Prinzip zu einer langsameren Leitungsgeschwindigkeit. Und diese langsamere Leitungsgeschwindigkeit macht es dann eben schwerer, Schallquellen im Raum zuzuordnen oder Störgeräusche zu unterdrücken. Bevor wir jetzt aber denken, dass wir mit unserem Erwachsenengehör was ganz besonders Tolles können und die Kinder eher alles noch lernen müssen. Jetzt habe ich gerade gesehen, sind viele von unseren kleinen Gästen schon gegangen, aber vielleicht haben wir noch genug junge Leute dabei. Ich würde Ihnen jetzt gerne mal ein paar verschiedene Töne vorspielen und Sie bitten, wenn Sie den Ton hören, einfach mal den Arm zu heben und den Arm so lange oben zu lassen, bis Sie einen Ton nicht mehr hören können. Wenn Sie nicht mehr hören können, nehmen Sie ihn runter und dann schauen wir mal, wie die verschiedenen Frequenzen ankommen. Hoffen wir, dass mir das mit der Lautstärke klappt. Die Töne sind nicht zu lang, die hören bald wieder auf. Also, sehr gut. 1 Kilohertz sollten wir alle hören. Lassen Sie die Arme oben. Super, 5 Kilohertz können wir auch noch alle hören. 10 Kilohertz, wir gehen schon ein paar Arme runter. 14 Kilohertz, nehmen wir noch ein paar oben. Ja, ein ganz paar wenige noch, sehr schön. Also, dieser Punkt geht eindeutig an die jüngeren Teilnehmer. Also mit zunehmendem Alter verlieren wir tatsächlich die Fähigkeit, hohe Töne zu hören. Das merkt man meistens im Alltag gar nicht so, weil wie oft hört man 14 Kilohertz oder wie oft achtet man drauf. Aber was das im Prinzip ausmacht, ist, dass dieser Hochton-Hörverlust nicht bei 14 Kilohertz stehen bleibt, sondern dass der in den Sprachbereich, wo ich ja vorhin gesagt hatte, dass er bis 8 Kilohertz geht, in den Sprachbereich reingeht. Und eine solche Hochton-Schwerhörigkeit haben im Prinzip Schätzungen zufolge in Deutschland. Jeder dritte über 65-Jährige hat so eine Hochton-Schwerhörigkeit. In verschiedener Ausprägung, Männer sind schwerer und häufiger betroffen als Frauen, aber das geht eben in diesen Sprachbereich rein und hört sich im Prinzip so an, dass man Laute wie S oder Z oder Sch nicht mehr so gut hören kann und dann eben das Verstehen von Sprache vor allem in lauten Umgebungen schwerer wird. Schauen wir uns mal kurz an, woran das liegt, woran das mechanisch liegt. Und das hatten wir in der Einführung schon kurz gehört. Es sind tatsächlich die kleinen Haarzellen im Gehör. Wir haben das Außenohr, der Schall geht im Prinzip durch die Luft, durch das Außenohr bis ans Trommelfell. Das Trommelfell wird in Bewegung versetzt. Dahinter befinden sich die Gehörknöchelchen, Hammer, Amboss, Steigbügel, die dann die Bewegung übertragen ans Innenohr. Und im Innenohr gibt es dann diese Haarzellen, die so becherförmig aussehen und wirklich so einen kleinen Haarschopf oben haben. Und die wandeln dann den mechanischen Schall in elektrische Impulse um, die dann über den Hörnerv ans Hörzentrum im Gehirn weitergeleitet werden. Im Alter kommt es im Prinzip zu einer Verletzung dieser Haarzellen, das sind wirklich diese kleinen Härchen, brechen ab, weil die das ganze Leben einer Scherbewegung unterliegen, die sie irgendwann mechanisch nicht mehr aushalten können. Und dadurch degenerieren dann auch die Haarzellen und wir haben weniger elektrische Impulse, die dann ans Gehirn weitergeleitet werden. Das heißt dann, die Bereiche im Gehirn, die weniger Eingang erhalten, degenerieren dann auch irgendwann, weil sie keine Aufgabe mehr haben oder aber sie übernehmen andere Aufgaben. Wir als Menschen haben pro Ohr 15.000 Haarzellen und die können nicht ersetzt werden. Das heißt, was sie einmal in der Jugend durch viele Rockkonzerte verloren haben, ist für immer verloren, kann nicht wiederhergestellt werden. Jetzt fragen wir uns, warum haben wir zuerst diesen Hochtonhörverlust? Das liegt ganz einfach daran, dass hohe Töne am Anfang des Innenohrs die größte Auslenkung haben. Das heißt, hier am Anfang, gleich hinterm Trommelfell, haben wir die hohen Töne repräsentiert und am Ende der Gehörschnecke die tiefen Töne. Und die werden im Prinzip alle Töne, die dann durch das Innenohr durchlaufen, müssen über diesen hohen Frequenzbereich hinweg. Und damit kommt es da als erstes zu Verschleißerscheinungen. Jetzt wollen wir uns mal anhören, wie so ein Hochtonhörverlust tatsächlich klingen könnte. Wenn ich wie in so einem schönen Saal hier zu Ihnen spreche und alle leise sind, wir alle ein mehr oder weniger gutes Gehör haben, dann könnte sich ein Satz ganz normal eben so anhören.
The Power of Perception. Willkommen in Biotopia. Easy zu verstehen, ja, für alle gut. Wenn ein Mensch mit Hochtonschwerhörigkeit das in denselben Bedingungen hört, hört sich das schon selbst in einem ruhigen Saal ein bisschen gedämpfter an. The Power of Perception. Willkommen in Biotopia. Ja, ist so ein kleiner Unterschied zu erkennen. Wenn ich jetzt aber diesen Vortrag nicht hier vor Ihnen halte, sondern auf dem Wiesenzelt, dann ist das natürlich der Hintergrund viel stärker und dann ist es noch schwerer, das zu verstehen. Also erst nochmal gesundes Gehör, ohne Hochtonhörverlust. The Power of Perception. Willkommen in Biotopia. Kann man immer noch ein bisschen verstehen, ja. Und jetzt wird es richtig schwer. Das sind nämlich diejenigen, die wirklich so einen Hochtonhörverlust haben, die dann im Wiesenzelt, obwohl sie genau wissen jetzt, wie der Satz heißt, das ist ja wirklich sehr schwer zu verstehen, aber versuchen Sie es nochmal. The Power of Perception. Willkommen in Biotopia. Und das Schlimme ist eigentlich, dass wenn man dann sagt, ich weiß, die Person ist schwerhörig, ich rede einfach lauter, das nervt dann, weil dann ist auf einmal alles viel lauter, nicht nur die Sprache lauter, sondern auch die Hintergrundgeräusche lauter. Das ist dann wirklich anstrengend, sodass die Leute dann sagen, das ist mir zu viel. Nun kann man sagen, wenn ich so einen Hochtonhörverlust habe und Sprache nicht mehr gut verstehen kann, nehme ich das wie Bernard Shaw und sage, man hört einfach nicht mehr all das dumme Zeug, was um einen herum gesagt wird. Aber man kann das auch, das Zitat von Helen Keller hernehmen und sagen, Blindheit trennt uns von den Dingen, aber Taubheit trennt uns von den Menschen. Und da ist was ganz Ernstes dran. Und zwar hat die Forschung der letzten Jahrzehnte im Prinzip gezeigt, dass Hörverlust ein großer oder ein starker Risikofaktor ist, um später an Demenz zu erkranken. Und wenn ich Sie erinnern kann, so ein milder Hochtonhörverlust, so von 10, 15 Dezibel bei 8 Kilohertz. Die ersten Arme gingen schon bei 10 Kilohertz runter heute. Selbst die Leute haben statistisch schon ein doppeltes Risiko, an Demenz zu erkranken. An dieser Stelle möchte ich ein paar Hinweise geben, wie man ganz einfach im Prinzip so einem Hörverlust vorbeugen kann. Das ist zum Beispiel, tragen Sie Gehörschutz, wenn immer möglich, beim Rasenmähen, bei Langstreckenflügen, bei Rockkonzerten. Also meine Kinder gehen nicht aus dem Haus, ohne Ohrstöpsel mit zum Konzert zu nehmen. Vermeiden Sie ototoxische Medikamente, wie zum Beispiel einige Antibiotikagruppen, Aspirin, Lasix. Das sind alles Medikamente, die im Prinzip schädlich für die Ohren sind. Wenn man die nehmen muss, ist so, aber wenn man es vermeiden kann, ist auch gut. Vermeiden Sie Rauchen, Übergewicht, Bluthochdruck, weil das alles zu Durchblutungsstörungen führen kann und dann im Prinzip die Haarzellen unterversorgt werden. Warum? Sie sehen das kleine Loch dort im Steigbügel. Das Ohr, das einzige Blutgefäß, was durchs Ohr läuft, läuft durch den Steigbügel hindurch. Und alle Versorgung des Innenohrs passiert nur über Diffusion. Das heißt, selbst die kleinsten Durchblutungsstörungen wirken im Ohr ganz stark, weil eben die Durchblutung nur passiv über Diffusion stattfindet. Achten Sie auf genetische Dispositionen. Das heißt, wenn Sie Schwerhörigkeit in der Familie haben oder selbst erste Anzeichen bemerken, gehen Sie zum Audiologen und scheuen Sie sich nicht vor dem Hörgerät. Die sind heutzutage klein, bunt, in allen Ausführungen. Das ist genauso schick wie eine Brille. Der Hörverlust beginnt schleichend. Das heißt, zuerst verschwinden immer mehr Vogelstimmen. Das kann man verschiedenen Ursachen zuordnen, aber die Vogelstimmen verschwinden. Danach verliert man mehr und mehr die Möglichkeit, hohe Stimmen wie Kinder- oder Frauenstimmen wahrzunehmen. Dann fällt es einem zunehmend schwerer, in Gesellschaft Gesprächen zu folgen, wenn viele Leute im Raum sind, Geschirrklappern im Raum ist, Straßenlärm im Café daneben ist. Es fällt zunehmend schwer, Leute am Telefon zu verstehen. All dies ist so frustrierend, dass die Menschen sich immer weiter in sich zurückziehen, sehr tuning out. Und das ist eben ein ganz starker Risikofaktor für die Demenz, weil man dann eben sagt, die Schwerhörigkeit führt damit zur sozialen Isolation und das ist eben ein starker Faktor für die Demenz. Am besten sind sicherlich kleine soziale Runden in ruhiger Umgebung, womit man im Prinzip das Dilemma, die Leute vor kognitiver Überforderung zu schützen und auf der einen Seite aber eben auch vor Isolation zu schützen, wären das sicherlich die besten Runden. Wenn ich sage, das ist ein indirekter Faktor, dann heißt das, weil soziale Isolation kann man natürlich auch haben, wenn man nicht Hörverlust hat. Aber deswegen sagen wir indirekter Faktor. Ein mehr direkter Faktor sieht man in der kognitiven Überlastung. Wenn Sie noch mal kurz dran denken, wie schwer das war,
mit einem Hochtonhörverlust im Wiesenzelt diesen Satz zu verstehen, schwer. Wenn Sie dann sagen, Sie haben das Problem nicht nur für diesen einen Satz oder den einen Abend auf dem Oktoberfest, sondern Sie haben den langanhaltend jeden Tag in Ihrem Alltag, dann gehen da so viele Ressourcen des Gehirns verloren in ihrer Anstrengung, diesen Gesprächen zu verfolgen, dass diese Ressourcen dann nicht mehr für andere kognitive Prozesse zur Verfügung stehen. Ein weiterer Mechanismus, ein weiterer direkter Mechanismus, mit dem Altersschwerhörigkeit und Demenz miteinander verbunden sein können, ist über gemeinsame zelluläre Mechanismen. Und das ist im Prinzip ein Forschungsprojekt, in dem wir momentan in meinem Labor arbeiten. Dabei geht es darum, dass wir herausgefunden haben, dass eine bestimmte Gruppe von Ionenkanälen im Gehirn, im alternden Gehirn immer seltener vorkommt. Und dass diese Ionenkanäle dafür sorgen, dass die Aktionspotenziale, nämlich die elektrischen Impulse, mit den Neuronen miteinander kommunizieren, immer breiter werden. Ja, also hier haben wir 2 Beispiele. Ein Aktionspotenzial ist schön schmal, das heißt, es geht schnell, zackig, überträgt die Information. Das andere im Alter, wenn eben diese bestimmten Ionenkanäle fehlen, wird immer breiter. Und durch diese Verbreiterung kommt es viel zu einem Calcium-Einstrom, und dieser Calcium-Overload ist dafür bekannt, dass er zur Degeneration der Neuronen führt. Wir wissen im Prinzip, dass seit langem, dass diese weiteren, längeren Aktionspotenziale zu Schwerhörigkeiten oder zu Hörverlusten im Alter führen, und sind jetzt im Prinzip am Untersuchen der Hypothese, ob diese längeren Aktionspotenziale eben auch zu anderen neurodegenerativen Erkrankungen wie zum Beispiel Demenz führen können. Damit bin ich im Prinzip am Ende meines Vortrags. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Mitarbeiten, Arme heben. Ich danke dem Biotopia-Team ganz herzlich für die Organisation des Festivals, der DFG für die Förderung unserer Forschung. Und wenn Sie das Hören interessiert, dann habe ich hier noch ein paar Vorschläge für Sie, wenn Sie sich ein bisschen weiter noch informieren wollen. Es gibt ein paar ganz schöne Bücher über Helen Keller. Das ist eine Frau, die ist taub und blind geboren, hat es aber geschafft, die Welt zu entdecken und hat ihren PhD gemacht. Also ganz beeindruckende Person. Es gibt verschiedene schöne Filme oder eben auch ganz zu empfehlen. In Innsbruck gibt es das Audioversum, ein ganz tolles Science-Museum rings ums Hören. Vielen Dank.